Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um das Thema Goldenes Königreich. Und zwar möchte ich euch kurz erklären, wie ich es spiele, wie man vielleicht noch sinnvolle Tipps und Tricks anwenden kann und worauf ihr achten solltet. Aus technischen Gründen wird dieses Video auf 3 verschiedene Parts aufgeteilt werden. Wir werden hier jetzt über die Ebenen 1 bis 8 sprechen und dann schauen wir mal weiter. So, es geht auch direkt los. Es startet tatsächlich damit, dass man seine Truppen aufstellen muss. Ich orientiere mich hier tatsächlich dabei, wie ich meinen Canyon zusammenstelle. Dafür gibt es natürlich auch diverse verschiedene Ideen und je nachdem, welche Kommandanten ihr habt, habt ihr die unterschiedlichsten Möglichkeiten dafür. Ich habe mich da so ein bisschen festgefahren, in Anführungsstrichen, mit einer von mir erprobten Variante. Es gibt aber diverse Videos, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also wenn ihr da entsprechend Interesse habt, dann schaut gerne auch mal bei anderen YouTubern vorbei oder schreibt es einfach in die Kommentare, dann beschäftige ich mich mit dem Thema nochmal. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt an dieser Stelle gehen wir aber erstmal mit einer typischen Canyon-Aufstellung los. Ich habe meine Haupttruppe, ich bin also impfspezialisiert, nach vorne gestellt, um ein bisschen Tankiness aufzubauen und stelle jetzt entsprechend Pairings mit einer starken Damage-Austeilung in die zweite Reihe erstmal. Dieses werde ich später nochmal variieren, dazu komme ich dann aber nochmal. Ähm, so sieht das Ganze bei mir dann tatsächlich aus. Ich habe festgestellt, wenn ihr im SOC seid und noch nicht so viele Kommandanten zusammen habt aus diesem Bereich, dann geht gerne zurück auf KVK 1, KVK 2, KVK 3 Kommandanten. Dann kriegt ihr nämlich als Gegner auch keine SOC-Kommandanten und das Ganze wird entsprechend ein bisschen einfacher für euch. Wenn ihr natürlich im Bereich SOC-Kommandanten bereits sehr gut aufgestellt seid, dann könnt ihr natürlich auch diese nutzen. Das hilft dann natürlich auch nochmal ein bisschen. So, in Zone 1 bis 8 geht es darum, die ganze Zone entsprechend aufzudecken, so viele Buffs und so schnell wie möglich zu sammeln tatsächlich. Das heißt, wir werden auch alle hier vorhandenen Truppen bekämpfen und entsprechend dort versuchen, so gut wie möglich aufgestellt in die späteren Zonen zu gehen. Hier ist es tatsächlich auch so, ich sammle erstmal immer alles ein und dann arbeite ich mich weiter vor, fange tatsächlich in diesem Fall mit den starken Kommandanten an, um gleich zu Beginn für die weiteren Fights auch die besseren Buffs zu haben. Das ist im Moment im ersten erstmal ein bisschen, ja, ätzend ist es vielleicht das falsche Wort. Es ist ein bisschen aufreibend, weil man doch relativ lange beschäftigt ist damit und man leider nicht immer, ihr habt es eben gesehen, die Buffs kriegt, die man entsprechend haben möchte, sodass das immer ein wenig Zeit kostet. Gerade eben haben wir bei dem epischen Kommandanten Gegner leider nichts erhalten. Das sind dann die Sachen, die ein bisschen nerven. So, grundsätzlich, wenn man über Buffs spricht, geht es natürlich darum, den bestmöglichen Effekt für seine Truppen zu erzielen. Das heißt, ich würde jetzt hier grundsätzlich Gesundheit bevorzugen vor Defense, vor Attack, so wie wir es eigentlich immer machen bei diesen ganzen Sachen. Ähm, aber hier geht es natürlich auch darum, dass man so seine Main-Charaktere, also seinen Haupttruppenpart, bei mir sind es 3-mal Impfpush, das heißt, ich werde diesen Buff hier jetzt nicht nehmen. Aber auch das hier finde ich nicht so spannend. Ich nehme erstmal diesen hier und schaue, dass ich meine vordere Reihe ein bisschen verstärke. Da gibt es nachher noch einen sehr interessanten Buff, den wir hoffentlich auch erhalten werden, sodass ich ihn euch zeigen kann. Der tatsächlich die vordere Reihe dann wirklich nochmal deutlich, deutlich stärker macht. Oh, hier ist er direkt. Hervorragend. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt dieses Buch. Es ist gefühlt der beste Buff, den man im Spiel haben kann. Es ist wirklich unglaublich, was man damit alles anstellen kann. Es ist herausragend stark. Dementsprechend nehmen wir das jetzt auch. Wie funktioniert das Ganze? Es funktioniert wie folgt. Es geht darum, dass man die erste Reihe, die man hat, tatsächlich zusätzlich nochmal verstärkt an der Stelle. Das heißt, wir füllen jetzt natürlich auch die erste Reihe komplett auf mit Truppen. Und ihr seht hier,
ich heile tatsächlich durch den Fight. Und das ist natürlich etwas, was mir später sehr, sehr stark zugutekommt, weil ich nicht zusätzliche Truppen verliere an dieser Stelle, sondern entsprechend einfach mich da ein bisschen gegen positionieren kann. Auch hier muss man natürlich immer noch auf die Aufstellung achten, aber jetzt nehmen wir die Heilhütte nochmal mit und dann haben wir Ebene 1 schon mal soweit beendet. Wir ziehen das jetzt tatsächlich durch und ihr seid natürlich mit dabei, bis wir auf Ebene 8 ankommen. Das heißt erstmal so viel wie möglich aufdecken und dann fange ich immer mit dem stärksten mir möglichen Gegner an. Einfach wie gesagt, um die Buffs so schnell wie möglich, so weit wie möglich zu aktivieren und dann Stück für Stück fortzusetzen, entsprechend das Ganze. So, was haben wir als nächstes? So, wir wollen wieder Truppenstärke generieren, sehr praktisch an dieser Stelle. Nehmen wir gleich mit, wir decken wieder weiter auf, weil es könnte ja sein, dass wir hier noch Buffs generieren können, ohne zu fighten. War jetzt in diesem Fall nicht möglich, also nehmen wir uns gleich den nächsten Gegner. Und schlagen wieder prächtig drauf ein. Zack. So, hier haben wir nochmal die Möglichkeit, einen Buff mitzunehmen. Machen wir natürlich auch glatt. So. Und wir variieren hier immer so ein bisschen durch die Gegend. So, das hier ist eine sehr schöne Sache. Hier können wir weitere Truppen generieren. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, nur weil hier in dieser Anzeige die Kommandanten als Expertise mit dem entsprechenden Rahmen gekennzeichnet sind, sind sie es nicht zwingend immer. Deshalb schaut hier ruhig nochmal rein, damit ihr da die Möglichkeit habt, nicht irgendwo auf die Nase zu fallen. Ich werde hier natürlich entsprechend wieder mit meiner Haupttruppe, also mit Inf gehen. Und da Alex Walsti eine sehr, sehr starke Kombination ist, ist das auch meine Wahl. Diesen heben wir uns erstmal ein bisschen auf. So weit, so gut. Zack. Und wir können wieder was machen. So, wir wollen den Angriff der vorderen Reihe stärken, weil da unsere meisten Truppen sind an dieser Stelle. Und das ist das, was wir natürlich als Effekt haben wollen, dass wir unsere Truppen möglichst weit aufheilen können durch diese Fights. Das macht schon eine deutliche Erleichterung aus, nachher auch im Kämpfen, weil man hier doch andere Möglichkeiten nochmal forciert. Ganz klar. Das klappt natürlich nicht immer, man sieht das hier je nachdem. Aber das muss auch nicht, weil wir haben immer mal wieder diese Möglichkeiten und es gibt ja auch noch Relikte, die dabei helfen, dass man entsprechend heilen kann. Also schlagen wir uns da ganz gemütlich auf dieser Ebene durch. Was das Thema Aufdecken angeht, gibt es eigentlich keine wirklich große Taktik. Ich gehe gerne an den Rändern lang und gucke erstmal, was so passiert. Aber im Endeffekt habe ich nicht das Gefühl, dass man da mit irgendeiner besonderen Art und Weise tiefergehende Möglichkeiten hat. Diese Räder sind ganz cool. Da können sehr interessante Sachen bei rauskommen oder halt entsprechend Gold, was man dann später nochmal gut verwenden kann. So, und jetzt spielen wir im Prinzip dieses Spielchen mit dem Aufdecken durch. So lange, bis wir hier alles halbwegs wieder parat haben. Und im Endeffekt wiederholt es sich hier tatsächlich 1:1 immer wieder. So. Es wird langsam interessanter. Wir müssen langsam mit der Aufstellung immer mal ein bisschen schauen, dass wir nicht zu sehr auf die Nase kriegen und wirklich so unterschiedlich heilen. So, jetzt haben wir hier tatsächlich mal eine Möglichkeit. Natürlich nehme ich den epischen Buff bevorzugt, gerade weil es hier um Gesundheit für Infanterie geht. Zack, da haben wir wieder eine Heilhütte. Das läuft diesmal sehr gut.
Ich habe auch schon Durchläufe gehabt, da habe ich quasi kein einziges gesehen. Das ist dann nicht so praktisch, wenn man ehrlich ist. Aber hier ist das kein Problem. Und diese Dinger nehmen wir natürlich immer mit. Die können wir später noch gut gebrauchen, um unsere Truppen wieder zu heilen. Hier werden wir also ganz entspannt vorwärts gehen können an dieser Stelle. Zack. Und wir schauen nochmal weiter. Dass wir entsprechend immer gleichmäßig versuchen, das zu heilen, was wir haben. Sämtliche Buffs, die ihr nutzen könnt, um Kommandanten zu schwächen, zu stärken, zu verschieben, würde ich hier an dieser Stelle erstmal nicht nutzen. Es macht tatsächlich keinen Sinn. So, hier wollen wir die Wut ein bisschen erhöhen. Und dann heilen wir nochmal durch. Das immer am besten zum Ende machen einer jeden Ebene. Und dann sind wir schon tatsächlich auf Ebene 4. Die erreicht aber jeder von euch, denke ich. Da werdet ihr keine Schwierigkeiten haben. Wir sammeln nochmal ein bisschen Buffs ein. Ja, dann nehmen wir doch hier entsprechend die noch mit. Und machen direkt weiter. Auch hier auf dieser Ebene nach wie vor. Wir cleanen erstmal alles. Bis Ebene 8 ziehen wir das jetzt durch. Dass wir hier so viele Buffs wie möglich versuchen aufzugreifen, bis wir dann weitergehend dann selektiv vorgehen werden insgesamt später. Aber hier an dieser Stelle macht es einfach Sinn. Okay, da haben wir schon die erste Reliktkapazität erreicht. Da werden wir, wenn wir den Boss haben, mal tatsächlich eins verwenden, um wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Diese zu löschen macht für mich wenig Sinn. Da sehe ich keinen Mehrwert drin, weil es einfach nicht genutzte, verschwendete Möglichkeiten sind, die man dann hat. Das halte ich für blödsinnig. Man findet immer irgendwo eine Möglichkeit, um die Dinge nutzen zu können. Deshalb am besten nicht löschen, sondern dann auf einem möglichst starken Boss anwenden, sodass man die nochmal irgendwo mitnehmen kann, weil am Ende schont das natürlich auch eure Ressourcen. So, jetzt wird es wieder ein bisschen spannend. Wir können jetzt natürlich das nehmen, was wir sowieso schon im Kader haben, aber hier sieht man es. Ihr seht es hier, er ist theoretisch mit dem Kreis umrundet, er sollte Expertise sein, ist es aber nicht, ist aber mit 5551 auch trotzdem sehr, sehr solide. Wir schauen uns die anderen an. Oh, finde ich auch nicht schlecht, tatsächlich an dieser Stelle, durch die Debuff-Variante. Und auch hier haben wir grundsätzlich eine sehr solide Möglichkeit tatsächlich. Schwierige Wahl. Wir gehen mal mit diesen beiden. Wobei man hier auch grundsätzlich hätte etwas anderes wählen können. So. Wir schauen weiter, was wir so finden. Im Prinzip ist es jetzt tatsächlich mehr oder weniger eine Wiederholung. Ne? Also ist es jetzt nicht so, dass ihr hier weltbewegende neue Erkenntnisse sammelt jetzt gerade, weil es sich tatsächlich auch nicht stark verändert über die ersten 8 Ebenen. Die Maps ist immer die gleiche, die Möglichkeiten, die man hat, sind immer identisch, im Prinzip mehr oder weniger. Dementsprechend geht es hier nur darum, dass man möglichst Buffs aussucht, die irgendwo eine gewisse Bevorteilung erstellen für euch. So, da haben wir ihn. Hier werden wir jetzt gleich den Buff einmal verwenden. Oh, wir brauchen ja schon 2, aber wir gucken gleich erstmal, was wir so haben. Ich verwende jetzt einfach mal einen der niedrigeren, weil man hier eigentlich noch nicht wirklich was braucht und wir die großen dann für die späteren Ebenen sparen wollen. Und müssen tatsächlich auch. So. Naja, wir nehmen mal so ein bisschen was mit an dieser Stelle und schauen jetzt mal, was wir so kriegen. Ach, super. Ja, dann verwenden wir ihn nochmal. Das ist jetzt natürlich nicht Sinn der Sache gewesen, aber das ging jetzt ganz gut auf, taktisch.
Lebende Truppen sind immer besser als tote, von daher präferieren wir hier auch die Möglichkeit, Truppen zu heilen. Heilen insgesamt nochmal durch. Ihr seht, meine Truppen sind quasi grundsätzlich immer noch mehr oder weniger voll gefüllt. Wir haben 2 in Reserve und gehen jetzt weiter auf Ebene 6. Ich versuche das Ganze mal so ein bisschen schneller zu machen hier an dieser Stelle, wobei das immer nur begrenzt geht. Da müsst ihr jetzt leider gerade durch. Aber ihr könnt vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen oder auch nicht. Das werden wir dann sehen. Soweit, so gut. So, das ist natürlich wieder eine schöne Sache. Die nehmen wir mit. Da ist Schluss. Das heißt, wir müssen hier erstmal wieder einen platt machen, um mehr Möglichkeiten zu haben am Ende. Zack. Okay. Es läuft wirklich sehr gut. Wir kriegen viele Truppen dazu. Wir haben wieder ein Relikt in einer Truhe. Und jetzt wird es spannend. In diesem Fall ist das natürlich eine mega Alternative. Also die Auswahl an Möglichkeiten, die er uns hier bietet, ist wahnsinnig gut. Soweit, so schön. So viel Glück hat man, wie gesagt, nicht immer. Teilweise muss man da auch ganz schön wühlen, um entsprechende Pairings zu haben. Aber wir sind natürlich da insgesamt ziemlich begeistert. Buffs, die man doppelt kriegt, stacken tatsächlich übereinander. Das heißt, man hat da keine Probleme und kann die tatsächlich auch wieder auswählen. Das ist kein Problem, nur der Form halber. Ihr solltet aber natürlich darauf achten, dass ihr grundsätzlich irgendwie eine gewisse Variabilität in euren Buffs habt, dass ihr relativ gut entsprechend aufgestellt seid auf verschiedenen Ebenen, um entsprechend auch alle Möglichkeiten nutzen zu können. Das ist doch relativ wichtig auf Dauer, da man hier doch insgesamt relativ lange mit denselben, mehr oder weniger denselben Truppen fightet und dementsprechend da eine gewisse Grundaufstellung haben sollte. Natürlich gilt in diesem ganzen Konzept auch immer das Equipment. Das heißt, wenn ihr Equipment habt, ist das entsprechend mit dabei. Wenn ihr entsprechendes VIP-Level habt, was Bonus-Dinge verursacht, seid ihr auch damit dabei. Ihr seid eigentlich ja mit fast allen Buffs dabei. Nur die ganzen Items, die ihr im entsprechenden Rucksack habt, könnt ihr nicht verwenden. Die helfen nichts an dieser Stelle. So, jetzt wird es wieder ein bisschen spannend. Wir würden hier natürlich eigentlich gerne mit unserer Main-Gruppe gehen. Konstantin leider nicht ready. Dann nehmen wir Alexander. Ach so, genau. Hier müssen wir gleich mal wieder gucken. Wir verwenden mal einen Buff entsprechend wieder, um ein bisschen Platz zu schaffen. Drehen hier so ein bisschen am Rad. Zack. Und haben dann immer die Möglichkeit, unsere Truppen zu healen. So, da haben wir wieder einen Bolzen. Da ist wieder was drin, also verwenden wir ihn wieder. Gucken mal, ob das Thema aufgeht. Oh, das ist auch eine ganz feine Sache, die brauchen wir später vielleicht nochmal. Jetzt haben wir hier wieder verschiedenste Möglichkeiten. Und wir versuchen natürlich immer so ein bisschen die Balance zu halten. So. Da sind wir doch schon relativ weit gekommen. Das ist doch schön. Können hier dieses natürlich nicht einsammeln. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das handeln. Diesmal werde ich nicht sowas verwenden, sondern eher ein Heal. Nochmal scheint nämlich, wir decken diesmal keinen auf. So weit, so gut, so weit, so gut.
zack. Hintere Reihe macht nicht viel Sinn, da steht nur eine Truppe. Das könnte relativ interessant sein. Dies Umgehen habe ich nie als wirklich sinnvoll erachtet, deshalb lasse ich es eigentlich in der Regel weg. Tauschen hier noch mal ein bisschen raus. So, jetzt wird es natürlich langsam spannend. Jetzt kann ich natürlich diesen nochmal verwenden. Wie gesagt, löschen ist eigentlich immer nur dann eine Option, wenn ihr nichts anderes machen könnt und wirklich keine Wahl habt. Ansonsten würde ich es immer lassen. Aber hier, ja, sind wir heal-technisch natürlich wahnsinnig gut aufgestellt, sodass wir hier wirklich ruhigen Gewissens auf Ebene 8 vorstoßen können. Wir sammeln die Belohnung ein. Wir gucken noch mal schnell, was können wir kaufen. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen improvisieren, weil gerade die starke Medizin, und das wollen wir schon haben. Jetzt haben wir natürlich das Malheur, dass wir relativ gute Sachen auf der Hand haben. Also müssen wir 2 rausnehmen. Zack, zack. So, Ebene 1 bis 8. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's in Part 2.